In der vergangenen Woche gab es zum Flight Simulator wieder zahlreiche News. Ich habe mir zwei Schwerpunkte herausgesucht, und zwar einmal die Game of the Year Edition sowie das Reno Air Race. Und damit hallo und herzlich willkommen auf Andiana TV. Wenn dir dieses Video gefällt, lass mir gerne wieder ein Däumchen da. Am 20.10. gab es einen Livestream. Hier waren zu einem Interview verschiedene Gäste geladen und es gab zahlreiche Neuigkeiten. Die gesamte Veranstaltung hatte neben vielen kleinen Themen zwei Kernthemen, und diese sind da einmal das Reno Air Races, darauf gehen wir später noch ein, und eben eine Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition. Diese wird zukünftig die Standard-Edition ersetzen und bringt neben zahlreichen Verbesserungen auch neue Inhalte kostenlos mit sich. Das bedeutet dann selbstverständlich auch, dass die Standardversion, die im Game Pass enthalten ist, sowohl auf Xbox als auch am PC, durch die Game of the Year Edition ersetzt wird. Jeder erhält somit auf die Standardversion ein kostenloses Upgrade auf die Game of the Year Edition. Zu den neuen Inhalten zählen insgesamt 8 neue, besonders detaillierte Flughäfen. Die da sind in Deutschland der Flughafen Leipzig-Halle EDDP, der Allgäuer Flughafen Memmingen EDJA, der Flughafen Kassel EDVK, in der Schweiz der Flughafen Lugano LSZA, der Flughafen Zürich LSZH und der Flughafen Luzern-Beromünster LSZO. Außerdem neu besonders detailliert in den Vereinigten Staaten mit dabei die Patrick Space Force Base KCOF und die Marine Corps Air Station Miramar KNKX. Außerdem wird die Game of the Year Edition insgesamt 5 neue Flugzeuge enthalten. Wie wir alle wissen, wird sich die Top Gun Maverick Erweiterung durch die Verzögerung des Films in das Frühjahr 2022 schieben. Da die Boeing FA-18 Super Hornet aber natürlich längst fertig ist, packt man sie kurzerhand in dieses Update mit rein. Ein weiteres neues interessantes Flugzeug ist die Pilatus PC-6 Porter. Dieses soll mehrere verschiedene Cockpits, Kabinen und Fahrwerksvarianten enthalten. Außerdem wird als neues Flugzeug hinzukommen die Cup Crafters NX Cup. Worauf sich sicherlich auch viele freuen werden, ist der Volocopter. Dieser soll mit seinen Flugeigenschaften einen Vorgeschmack auf Helikopter geben, welche 2022 kommen werden. Und als letztes wird sich die Aviat Pitts Special S1S hinzugesellen. Zusammengefasst werden also insgesamt 5 neue Flugzeuge integriert, es werden 8 neue besonders detaillierte Flughäfen mit vorhanden sein, und neben zahlreichen kleineren Verbesserungen wird zum Beispiel auch DirectX 12 integriert, sowie ein aktualisiertes Wettersystem, welches die Stürme und Gewitter noch spektakulärer aussehen lassen soll. Und nochmal, diese Inhalte sind alle komplett kostenlos. Gemeinsam mit dem Sim-Update Nummer 7 wird dieser Inhalt am 18. November 2021 erscheinen. Kommen wir nun zum zweiten großen Part dieser Veranstaltung, und zwar zu den Reno Air Races. Dieser kostenpflichtige DLC wird ebenfalls am 18. November 2021 erscheinen und bietet im Flight Simulator erstmalig einen kompetitiven Multiplayer mit bis zu 40 neuen Flugzeugen. Mit dieser Grafik hier möchte ich euch einmal in einfachen Schritten darstellen, was innerhalb dieses DLCs alles möglich sein wird. Im Preiseinstieg wird es das sogenannte Expansion Pack geben. Dieses beinhaltet natürlich neben der kompletten Location und der Rennstrecken insgesamt 4 Flugzeuge, von jeder möglichen Klasse jeweils eines. Der Preis wird hier bei 20 € liegen. Wer sich das komplette Paket kaufen möchte, der entscheidet sich für die Full Collection. Diese wird bei 60 € liegen und enthält neben der Location und den Rennstrecken insgesamt 40 Flugzeuge in 4 unterschiedlichen Klassen, jeweils 10. Falls sich nun jemand, nachdem er sich das Expansion Pack gekauft hat, dafür entscheiden sollte, sich eine einzelne Klasse nachkaufen zu wollen, so soll auch das möglich sein. Für insgesamt 30 € könnt ihr euch eine einzelne Klasse kaufen mit insgesamt 10 Flugzeugen, und selbst einzelne Flugzeuge könnt ihr euch für jeweils 10 € nachkaufen. Klar ist, mit der Full Collection fliegt ihr natürlich von Anfang an preislich am interessantesten. Alle Flugzeuge können selbstverständlich im gesamten Flight Simulator verwendet werden und nicht nur in den Reno Air Races. Um dem ganzen Spektakel jetzt auch den optischen Rahmen entsprechend geben zu können, wurde die Location entsprechend aufgewertet. Circa 15 Kilometer nördlich der Stadt Reno im US-Bundesstaat Nevada finden seit 1964 alljährlich im September die Reno Air Races statt. Und so wurde hier nicht nur die komplette Rennstrecke entsprechend kreiert und aufgewertet, sondern der komplette Flughafen in einen Eventbereich umgewandelt, große Tribünen installiert und Zuschauer integriert. Auf die jährlich insgesamt 200.000 Besucher wartet ein regelrechtes Volksfest.
Neben Ausstellungsflächen mit militärischen und historischen Flugzeugen warten zahlreiche Buden mit Fastfood und Souvenirs auf die Zuschauer. Außerdem sind die Boxen der einzelnen Rennteams für Besucher zugänglich und somit kann man den Mechanikern bei der Arbeit über die Schulter gucken. Wenn ihr euch nun in ein Rennen begeben wollt, so könnt ihr nach Auswahl eurer Klasse entsprechend einem Spiel beitreten. Private Lobbys bzw. ein persönliches Matchmaking wird es zu Beginn am 18. November noch nicht geben. Entsprechende Möglichkeiten sollen aber in Kürze nachgereicht werden. So wird es auch keine Bots oder dergleichen geben, sondern ihr tretet tatsächlich gegen echte Menschen an. Insgesamt 8 Piloten werden dann nach und nach in der Lobby entsprechend sichtbar. Neben dem Namen des Piloten seht ihr dann natürlich auch, mit welchem Flugzeug er in der jeweiligen Klasse unterwegs ist. In der Realität gibt es bei den Reno Air Races insgesamt 6 Klassen. Neben den im Flight Simulator enthaltenen Klassen Jet, Unlimited, B-Plane und T6 gibt es außerdem noch die sogenannte Sportklasse und die Formula One Klasse. Eventuell gibt es hier einmal für später die Möglichkeit, dass Inhalte nachgereicht werden. Die schnellste aller Klassen ist die sogenannte Jet-Klasse, diese ist im Flight Simulator enthalten. Hier werden Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 500 Knoten erreicht, das entspricht ca. 960 km/h. Es gibt verschiedene große Rundkurse je nach Klasse. Wie ihr hier seht, sind die Tore entsprechend durchnummeriert zur leichteren Orientierung. Nach einem entsprechenden Qualifying geht es dann ins Hauptrennen. Der eigentliche Rennverlauf sieht dann in der Realität wie folgt aus. Je nach Klasse gibt es unterschiedliche Startarten. In der Klasse B-Plane zum Beispiel starten die Piloten in kurzen Zeitabständen paarweise, um dann in den Rennkurs einzufliegen. Bei allen übrigen Klassen ist es üblich, dass die Piloten alle einzeln starten, um sich dann als Gruppe hinter einem sogenannten Paceplane einzufinden, um gemeinsam auf den Rennkurs einzufliegen. Der Pilot des Paceplanes gibt dann das Rennen mit den Worten "Gentlemen, you have a race" entsprechend frei. Wie realistisch das Ganze dann im Flight Simulator tatsächlich umgesetzt ist, bleibt aber erstmal abzuwarten. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch Videomaterial der Developer Q&A Twitch Series. Falls es Fragen und Ergänzungen zum gezeigten Videomaterial und den Informationen gibt, so nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Sobald der Reno Air Races DLC erhältlich ist, wird es bei mir hier auf dem Kanal entsprechende Inhalte dazu geben. Wer sich also noch unsicher ist, ob das Ganze für einen selbst etwas ist oder wer sich die Frage stellt, nehme ich das Expansion Pack oder eventuell die Full Collection, der kann sich bei mir hier auf dem Kanal gerne weitere Eindrücke ab Release holen. Außerdem auch gerne hier über die Kommentarfunktion unter dem Video. Werdet ihr euch diesen DLC holen? Was haltet ihr von der Preisgestaltung? Oder aber auch, wie gefallen euch die neuen Inhalte aus der Game of the Year Edition, die jeder kostenlos erhält? Schreibt mir das gerne hier in die Kommentare. Sobald es wieder Neuigkeiten rund um den Flight Simulator gibt, gibt es natürlich hier auf meinem Kanal auch wieder eine entsprechende News. In der Zwischenzeit sehen wir uns gerne bei dem ein oder anderen gemeinsamen Community-Event hier auf meinem Kanal. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.